Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update hier aus meiner Lego-Stadt. Und zwar werden wir heute das steinereichste Update aller Zeiten hier aus meiner Stadt machen. Und zwar werden wir hier hinten am Reiterstellwerk arbeiten. Wir werden davon einen großen Teil heute fertigstellen, hier genau in dem Bereich. Wir werden das Hauptgebäude anfangen, wir werden den Teil anfangen, der über die Gleise geht. Wir werden eine weitere Baseplate hinzufügen, also sehr, sehr viel heute in diesem Update. Gleich zu Beginn setzen wir jetzt erstmal auf diesem Modul, das wir schon mal vor einiger Zeit angefangen haben, die fehlenden Dark Bluish Gray, also die dunkelgrauen Plates hier. Und rechts seht ihr jetzt schon die nächste 48x48er Platte. Die habe ich jetzt rangeschoben. Das wird ein neues Modul, auf dem wird das eigentliche Hauptgebäude des Reiterstellwerks aufgebaut. Ihr seht jetzt diese alte Schiene hier. Die habe ich genutzt, um zu messen, damit das Ganze richtig ist, auch richtig zentriert ist, damit es einfach zu dem Unterbau, den wir links an dem Backsteingebäude schon vor einiger Zeit gebaut haben. Das ist ja der andere Teil des Reiterstellwerks. Rechts bauen wir, wie gesagt, heute das eigentliche Hauptgebäude. Links ist noch dieser Unterbau. Darüber wird dann der obere Teil des Reiterstellwerks. Deshalb heißt es ja auch Reiterstellwerk, weil es natürlich über die Gleise geht. Und wir werden neben dem Hauptgebäude noch einen kleinen Anbau, einen eingeschossigen Anbau haben. Das Hauptgebäude ist natürlich mehrgeschossig, aber der Anbau ist nur eingeschossig. Und den baue ich hier noch an die Seite. Da wird einfach noch ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen was zum Schauen reinkommen für den potenziellen Besucher der Brickworld. Und das Ganze ist auch so aufgebockt in Anführungsstrichen, weil das Gebäude ungefähr 2 Bricks, fast 3 Bricks höher liegt als der Untergrund. Hat den schönen Effekt, dass wir natürlich diese kleine Treppe da haben können und noch ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reinbringen. Hier draußen vor diesem Eingang, Anführungsstrichen, baue ich auch noch ein bisschen mit Reddish Brown, also mit diesem braunen Farbton, einfach noch ein bisschen mehr Farbe hier reinzubringen. Der eigentliche Eingang des Gebäudes wird nicht hier unten sein, sondern ungefähr 2 Stockwerke weiter oben. Denn links, was ihr hier in dieser, es müsste ein Medium Nougat sein, glaube ich, das ist ja unsere Stützwand, die wird auch hinter dem Gebäude sein. Und dann werden wir ja hinter der Stützwand oder höher oberhalb der Stützwand werden wir ja Gebäude haben. Das heißt, das ist ja ein Höhenunterschied. Und der eigentliche Eingang in das Stellwerk wird sozusagen oben sein. Das wird noch eine interessante Geschichte, das machen wir heute noch nicht, aber in absehbarer Zeit. Und jetzt seht ihr schon mal, wie sich das Ganze langsam entwickelt. Ihr seht, wie jetzt hier dieser Teil des Hauptgebäudes genau gegenüber liegt von dem, was wir schon mal gemacht haben. Und ich habe jetzt schon mal ein bisschen angefangen, hier weiterzuarbeiten, mir zu überlegen, wie ich das farblich gestalten möchte. Habe mich entschieden, auch hier, wie immer natürlich, Doppelwände zu bauen, damit ich innen andere Farben haben kann als außen. Aber außen nehme ich auch hier Tan, also dieses Beige, das wir auch benutzt haben im eigentlichen Bahnhofsgebäude, das modernere, in Anführungsstrichen modernere. Ich dachte, das bringt hier nochmal ein bisschen mehr Farbe rein, anstatt jetzt hier nochmal in Backsteinfarbe zu arbeiten, denn die Idee ist ja, dass dieses Reiterstellwerk nicht zur gleichen Zeit gebaut wurde wie dieses Backsteingebäude auf der anderen Seite der Fliesen sage ich schon, der Gleise, und einfach hier noch ein bisschen mehr Stadtentwicklung zu zeigen. Und weiter geht's hier mit einem Speedbuild. Wie ich ja von euch weiß, seht ihr gerne Speedbuilds, und hier gibt es natürlich jetzt einiges als Speedbuild zu sehen heute. Ich werde nicht alles als Speedbuild machen, weil es doch viel ist, teilweise auch nicht so gut gefilmt werden konnte. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel, dass jetzt links dieser Anbau ist, da ist auch diese Tür, dieser braune Rahmen mit der weißen Tür. Das ist eine Tür, die innen liegt. Da habe ich noch ein Licht schon mal an die Wand innen als auch außen gemacht. Habe ich schon die Kabel verlegt. Heute bin ich tatsächlich so schlau, dass ich nicht erst ein Gebäude baue und dann Kabel verlege, sondern ich mache jetzt heute mal ausnahmsweise beides gleichzeitig, was natürlich mir im Endeffekt einiges an Zeit spart. Trotzdem wird das ganze Gebäude auch wieder modular sein, das heißt, die einzelnen Etagen werden abnehmbar sein, um auch später noch den Innenbereich bauen zu können. Das mache ich nämlich heute noch nicht im großen Maßstab, außer die Treppen. Das ist jetzt die untere Treppe, die werde ich jetzt auch gleich einbauen, ist ein ziemlicher Klotz geworden. Und baue ich jetzt unten ein. Weiter oben machen wir eine etwas schlankere Treppe in der nächsten Etage. Aber die Treppen baue ich schon allein deshalb ein, damit ich weiß, dass alles mit den Höhen zusammenpasst. Innenausbau, ja, wie gesagt, kommt noch. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was da sinnvoll ist. Ihr werdet jetzt nach und nach sehen, wie das Ganze aussieht. Das ist jetzt der Abschluss der untersten Etage. Und da könnt ihr mal schon sehen, wie das jetzt von der Lage her ist. Und wie sich das Ganze hier mit dem zusammenfügt, was wir schon haben, und auch wie das Ganze jetzt nach und nach zusammenwächst und auch die Lücken füllt.
So sieht das Ganze von oben aus. Ich habe jetzt hier das Beleuchtungssystem von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks, wie immer, benutze ich ja überall in der Stadt und teste jetzt hier einfach mal, ob der Konnektor funktioniert, damit dann später die Etagen ohne Kabelsalat abgenommen werden können und wieder hingebaut werden können. Das funktioniert. Hier hinten sind die ganzen Kabel rausgekommen, das ist aber nicht schlimm, denn wie gesagt, diese Stützwand, die ihr da rechts seht, die wird ja jetzt noch komplett rübergezogen und auch am Gebäude vorbei. Deshalb kann hier hinten alles schön bunt sein, die Kabel können hinten raushängen und so sieht das, das Dach, sagen wir mal, die Zwischendecke, sage ich jetzt mal, von dem Grund- oder Erdgeschoss zur ersten Etage und es kommt dann hier oben drauf, bringt uns dann auch Strom nach oben und wir können mit der nächsten Etage anfangen. Ihr seht jetzt unten ist schon das Licht an, das heißt, das ganze Verkabelungssystem funktioniert. Und wir bauen jetzt wieder mal im Speedbuild die nächste Etage. Die ist jetzt nicht sehr sonderlich spannend. Der Unterschied ist, dass wir jetzt hier den Anbau nicht dran haben, sondern einfach nur das Hauptgebäude. Das wird jetzt auch einfach mit weiß innen weitergebaut. Auch hier könnt ihr mir dann mal in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was wir hier alles so im Innenausbau machen können. Was ist realistisch, was ist sinnvoll, was wollt ihr sehen? Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Hier wird noch ein bisschen Safety First gemacht. Ich baue jetzt gleich schon mal ein bisschen Geländer ran, weil ich einfach die Steine gerade in der Hand hatte. Und im Hintergrund seht ihr auch, dass ich schon wieder anfange, die Beleuchtungskabel nach oben zu ziehen. Ansonsten, architektonisch wird die Etage nicht sehr interessant. Die Fenster kommen an die gleichen Stellen, wie auch unten, damit es einfach optisch von außen gleichmäßig aussieht und wir auch dann Platz haben für die nächste Treppe. Ansonsten, ja, das Reiterstellwerk kommt gleich voran. Ich habe übrigens, wenn wir schon im Thema sind, Bahn, euch doch erzählt, dass wir demnächst eine BR 151 bauen werden. Die ersten Steine sind gekommen, die Post war da, es sind, glaube ich, 10 oder 11 Pakete, die kommen müssen. Hier ist der erste Haufen, also könnt ihr mal ein bisschen sehen. Da sind noch ein paar andere Steine dabei für andere Projekte, aber ich muss tatsächlich in 10 oder 11 Shops bestellen, um alle Steine zu bekommen, die ich brauche. Und hier ist tatsächlich schon die nächste Lieferung gekommen. Ich habe das Video über mehrere Tage gedreht, deshalb habe ich jetzt nochmal Post bekommen. Es fehlt mindestens noch ein Paket auf jeden Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Unser Reiterstellwerk, die zweite Etage, ist fast fertig und links seht ihr, habe ich ein Dach aufgebaut und was ganz Neues hatten wir noch nie. Ich habe ein Fallrohr gebaut für die Regenrinnen. Jetzt sind wir so weit, dass wir hier mal testen können, wie wir eigentlich den Bau machen des Elements, das dann über die Schienen geht. Da nutze ich die gleiche Technik, die ich auch schon ganz oft auch im Bahnhof genutzt habe, und zwar mit diesen Elementen, die eigentlich auch für Flugzeuge ursprünglich mal gedacht waren. Damit kann man das sehr, sehr stabil bauen. Es hängt jetzt noch ein kleines bisschen durch, weil die endgültige Stabilität natürlich erst kommt, wenn die restlichen Teile kommen. Aber es ist stabil genug, um so zu funktionieren, wie ich das möchte. Zudem möchte ich unter einem dieser Elemente das Licht anbringen, damit auch das Stellwerk ein bisschen Licht nach unten abwirft auf die Gleise. Finde ich, glaube ich, ganz nett. Hier seht ihr, ich habe schon mal alles vorbereitet mit den Konnektoren. Das ist jetzt übrigens das Dach, das sagen... oder die Zwischenetage, also Dach bzw. Boden auf Etage 2. Und hier seht ihr schon, wie ich jetzt das Ganze weiter baue, dass wir jetzt hier ein bisschen Überstand haben auf dem Reiterstellwerk oberen Teil. Da kommen einige, ja, dunkelgraue Platten jetzt zum Einsatz. Das ist doch ein großes Gebäude. Am Ende habe ich gar nicht gedacht, dass es so groß wird. Es sieht optisch deutlich größer aus, als man denkt. Und jetzt bauen wir hier einfach noch eine Reihe von diesen Mauersteinen außenrum. Zum einen, um Stabilität reinzubringen, zum anderen, um ein bisschen zu schauen, wie das Ganze aussehen wird. Weiter nach oben bauen wir heute nicht. Wir haben hier wirklich Unmengen an Steinen verbraucht. Ich habe Unmengen an Zeit verbraucht. Aber ihr seht, es ist ein riesengroßer Unterschied hier, was das Thema Stellwerk angeht. Und wir schauen uns jetzt mal an. Ich habe jetzt rechts auch noch ein bisschen Details angebracht. Da oben seht ihr jetzt die Lichter. Wenn wir jetzt mal nach rechts schauen, ich habe hier noch ein bisschen Bewachsung hingebracht, also Bewuchs. Da sitzt ein Vogel auf einem dieser kleinen, was immer es ist. Es gehört einfach alles zu dem Schaltwerk, beziehungsweise zu den ganzen Kabelkanälen. Und hier seht ihr die Treppe, die dann zum eigentlichen oberen Teil des Schaltwerks führt. Und wie gesagt, die Mauer hier wird dann weiter rübergezogen und dann haben wir hier oben, ungefähr an der Stelle wird es dann reingehen, man kann dann nach oben gehen, beziehungsweise nach unten, und unten steht auch schon ein Bahnmitarbeiter, der wird übrigens nicht als neuer Einwohner gezählt, weil den habe ich, das war eine Testfigur, die eigentlich die ganze Zeit im Bahnhof stand. Den habe ich jetzt mal hier hingestellt, einfach um hier noch ein bisschen Leben reinzubringen, und ihr seht, dass ich jetzt in dem ganzen Bereich auch noch deutlich mehr an Bewuchs etc. reingebracht habe, und ich denke, wir gehen jetzt einfach mal außen herum. Jetzt seht ihr schon mal, wie das Ganze, es ist ja noch nicht fertig, da kommt ja noch ein bisschen was oben drauf, eine Etage, aber es verändert den ganzen Bereich hier auf diesem Tisch
aber auch den ganzen Bereich mit der Eisenbahn enorm, finde ich. Auch, dass die Beleuchtung jetzt schon drin ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es sich gelohnt hat, hier heute so viel Zeit und Steine zu investieren. Ich hoffe, es gefällt euch, geht in die Richtung, die ihr euch gewünscht habt. Und ich bin zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Das Reiterstellwerk macht gute Fortschritte. Ich denke, ein Update mehr in absehbarer Zeit. Und wir sind fertig. Ansonsten sage ich noch Tschüss.